Hallo meine Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Wie ihr seht, Hier, Esther, die Landmark Edition. Das ganze Spiel ist von der Firma The Shines Room. Habt ihr ja gerade schon gesehen. Und das ist jetzt im Grunde genommen, wird das Spiel auch als Walking Simulator genannt. Denn man tut hier nichts anderes als erkunden und dabei wird eine Geschichte erzählt. Leider hat das so englische Sprachausgabe und deutsche Untertitel. Es gibt zwar eine Fan-Übersetzung, also deutsche von Fan gemachte Sprachausgabe, die war auch auf der Internetseite des Entwicklers zum Runterladen, ist aber leider nicht mehr da. Schade eigentlich. Sonst hätte ich das gerne mit deutscher Sprachausgabe gehabt. Jetzt ist es leider nur Englisch mit deutschen Untertiteln. So, also, was gibt es darüber noch zu sagen? Also, wir sind quasi am Anfang des Spiels komplett alleine und erkunden jetzt hier solche Inseln vor der schottischen Küste, die verlassen ist. Und wollen wir mal gucken. Es ist aber auch sehr philosophisch, das Ganze. So, also das sind nur die 4 Kapitel. Es gibt Leute, die das jetzt auf YouTube also Let's Play haben, die haben das in einer Stunde durchgehabt. Andere haben 2 Stunden gebraucht. Mal gucken, wie lange ich brauche. Wahrscheinlich 4 oder 5. Ich kenne mich doch. Ja, da wollen wir jetzt mal anfangen. Dear Esther, the morning after I was washed ashore, salt in my ears, sand in my mouth, and the waves always at my ankles, I felt as though everything had conspired to this one last shipwreck. I remembered nothing but water, stones in my belly and my shoes, threatening to drag me under to where only the most listless of creatures swim. Also auch der Anfang hier, der ist immer irgendwie etwas anders. Da gibt es offensichtlich verschiedene Texte. Du musst immer auf YouTube gucken. Ja, ich hatte das doch schon einmal bis so weit gestartet und da hatte ich dann schon mal einen anderen Text gelesen. Keine Ahnung warum. Aber wie man jetzt hier auf die Insel gekommen ist, weiß ich jetzt auch nicht. Oder warum man überhaupt hier ist. Und wer Esther ist. Keine Ahnung. Aber wir gucken uns das hier erstmal alles in Ruhe an. So. So, gehen wir erstmal hier rein. Also die Taschenlampe, die geht automatisch an. Ich habe da jetzt also nichts gedrückt oder so. Und die scheint also auch unendlich Energie zu haben, denn man sieht keine Anzeige und nichts. Gewalt beinhaltet das Spiel nicht, deswegen gehe ich mal davon auch aus, dass ich nicht sterben kann. Oder kämpfen muss oder so. Oh, das sieht ja sehr appetitlich aus. Lecker, lecker, lecker. Da möchte man sich doch gleich sofort hinsetzen und sein Geschäft verrichten. Oh ja, ja. Also hier war schon lange niemand mehr. So. So. Also hoch kommt man jetzt hier leider nicht. So, was das zu bedeuten hat, irgendwie vielleicht eine chemische Formel oder so. Wenn ihr es wisst, schreibt es mal in die Kommentare. Ich hatte auch mal mitbekommen, in einem anderen Let's Play, hatte ich mir so kurz den Anfang hier mal ein bisschen angeguckt, also von der Freundin von Gronk, Pandoria oder so ähnlich, oder heißt sie, da soll es hier oben so einen Schatten geben, der nur für einen Bruchteil einer Sekunde zu sehen ist und dann irgendwie verschwindet. Aber ich habe den jetzt eben gerade als ich das erste Mal hier reingeleuchtet habe, nicht gesehen. Keine Ahnung. So, und mehr habe ich mir beim Let's Play von Pandoria oder so, wie sie da heißt, auch noch nicht angeguckt. Also, ich habe jetzt keine Ahnung, wo jetzt die Wege hier hinführen und ob man lieber jetzt hier oben oder hier unten jetzt gehen sollte. Kein Plan, Leute. Wir gehen einfach mal jetzt hier oben entlang und dann schauen wir mal, wo wir hinkommen.
Auf jeden Fall sieht das echt gut aus. Also optisch finde ich schön gemacht, obwohl das Spiel schon ziemlich alt ist. Also ich glaube 10 Jahre, 2012 oder so. Okay, diese Version, die Landmark Edition, kam, glaube ich, 2016 oder 2017 heraus. So, ich weiß jetzt auch nicht, ob man überall hingehen kann. Kann ich auch springen? Nee. Okay, der Weg, wenn ich den unten, dann wäre ich wohl hier irgendwie. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich jetzt hier runtergehe. Okay. Achso, hier kann ich doch noch weiter gehen. Okay, dann wäre ich jetzt hier entlang gekommen. Okay, gut, dann gehen wir erstmal hier entlang. So, im Laufe des Spiels sollen wir dann halt auch erfahren, wie man hier auf die Insel gekommen ist, warum man hier ist, wer Esther ist. Wo jetzt vor der schottischen Küste diese Insel liegt oder ob es die überhaupt wirklich gibt. Oder ob das nur eine fiktive Insel ist, das weiß ich ganz ehrlich gesagt nicht. So, kann man hier vielleicht irgendwas machen? Okay. Hier gibt's eine Treppe hopp. At night, you can see the lights sometimes from a passing tanker or trawler. From up on the cliffs, they are mundane. But down here, they fugue into ambiguity. For instance, I cannot readily tell if they belong above or below the waves. The distinction now seems banal. Why not everything and all at once? There's nothing better to do here than indulge in contradictions whilst waiting for the fabric of life to unravel. Ja, meine Frage, komme ich jetzt hier irgendwie hin? Und wer, der Typ da, der jetzt da spricht, also der jetzt da die Briefe an Esther schreibt oder geschrieben hat, wer ist das? Und was hat der mit Esther zu tun? Und wie gesagt, wer ist Esther? Und wie kommt man überhaupt auf die Insel? Und warum ist man hier? Gehen wir mal weiter hier entlang oder wir gucken nochmal hier. Ah ne, von hier aus bin ich ja glaube ich runtergesprungen, ne? Oder was heißt runtergesprungen? Runter gedriftet. A wonderful sight. The moon cresting the junction between the cliff path and the stone circle. It cast a shadow of the ridge across the beach, all the world as if you had signed your name in untidy handwriting. Laufen, nee, laufen nicht, springen nicht. So normal gehen. Über. Na gut. So, wollen wir uns ein bisschen mal umgucken hier. Ach ja. When someone had died or was dying, or was so ill they gave up what little hope they could sacrifice, they cut parallel lines into the cliff, exposing the white chalk beneath. You could see them from the mainland or the fishing boats, and know to send aid or impose a cordon of protection, and wait a generation until whatever pestilence stalked the cliff paths died along with its hosts. My lines are just for this, to keep any would-be rescuers at bay. The infection is not simply of the flesh. Man meint aber diese dicken weißen Striche da.
Felsen. Nein, lieber nicht. So. Aber hier, die Insel war ja mal bewohnt. Müsste auch schon sehr lange, denn, oder schon sehr früh müssen hier Menschen gesiedelt haben, denn diese Steine, das sind glaube ich Megalithen, die stehen da nicht von alleine dort, die also dort oder nativ von Menschenhand so hingestellt. I quote directly, a motley lot with little to recommend them. I have now spent 3 days in their company. That is, I fear, enough for any man not born amongst them. Despite their tedious inclination to quote scripture, they seem to me the most God-forsaken of all the inhabitants of the Outer Isles. Indeed, in this case, the very gravity of that term, forsaken by God, seems to find its very apex. It appears to me that Donnelly, too, found those who wander this shoreline to be adrift from any chance of redemption. Did he include himself in that, I wonder? So, ich habe jetzt auch keine Ahnung, ob es jetzt hier mehrere Wege gibt, um zum Ziel zu kommen, oder ob ich jetzt hier, wo ich jetzt überhaupt richtig laufe, oder ob es einen anderen Weg gibt. Ich habe keine Ahnung. Ich laufe hier einfach mal diesen Trampelpfad entlang und dann mal sehen, wo ich dann letztendlich lande, ne? Da auf Grund gelaufene Schiff. Dear Esther, I met Paul. I made my own little pilgrimage. My Damascus, a small semi-detached on the outskirts of Wolverhampton. We drank coffee in his kitchen and tried to connect to one another. Although he knew I hadn't come in search of an apology, reason or retribution, he still spiraled in panic, thrown high and lucid by his own dented bonnet. Responsibility had made him old. Like us, he'd already passed beyond any conceivable boundary of life. Seine verfolgte Motorhaube haut ihn in die Klarheit. Okay, dann gehen wir mal hier runter. Dann gehen wir da mal in die Höhle nebenan rein. Kann man auch hier irgendwo entlang gehen? Ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung, ob die ganze Insel jetzt quasi komplett begehbar ist oder ob es wirklich nur vorher bestimmte Wege gibt, die man beschreiten kann. I dreamt I stood in the center of the sun, and the solar radiation cooked my heart from the inside. My teeth will curl, and my fingernails fall off into my pockets like loose change. If I could stomach, I'd eat, but all I seem capable of is salt water. Were the livestock still here, I could turn feral and gorge. I'm as emaciated as a body on a slab, opened up for a premature source of death. I've rowed to this island in a heart without a bottom, all the bacteria of my gut rising up to sing to me. Okay.
Also die Steine sind definitiv, also meiner Ansicht nach, von Menschen hier so hingestellt worden. Okay, mal sehen, wo wir denn hier hinkommen. Ich weiß auch nicht, ob man die einzelnen Kapitel jetzt in einer bestimmten Reihenfolge spielen kann. Oder lädt. Dear Esther, I have now driven the stretch of the M5 between Exeter and Bristol over 21 times. But although I have all the reports and all the witnesses, and have cross-referenced them within a millimetre using my ordnance survey maps, I simply cannot find the location. You'd think there would be marks to serve as some evidence. It's somewhere between the turn-off for Sanford and the welcome brake services, but although I can always see it in my rear-view mirror, I have as yet been unable to pull ashore. Erstmal hier oben weiter. Naja, mal gucken, ne? Also... All night the boy has kept me lucid. I sat, when I was at the very edge of despair, when I thought I would never unlock the secret of the island, I sat at the edge and I watched the idiot boy blink through the night. He's mute and he is retarded and he has no thought in his metal head but to blink each wave and each minute aside until the morning comes and renders him blind as well as deaf-mute. In many ways, we have much in common. Was ist das denn? Hört sich gerade an wie so ein Funkspruch mit starken Störungen. Okay, hier geht es nicht weiter. Dann will ich mal gleich mal gucken, dass ich jetzt hier irgendwie mal runterkomme. Aber eins ist mir ja schon aufgefallen, ich habe noch nicht ein einziges Tier hier irgendwie gesehen. Nicht mal eine Möwe, nichts. Ja, ich glaube, auf das Schiff kommen wir auch nicht rauf. Springen kann man hier ja auch nicht. Okay, gut, dann gehen wir mal wieder zurück in die Richtung hier. Mal gucken, wo wir da hinkommen.
Also ich denke mal, dass man letztendlich in diese eine Höhle da reingehen muss. I had kidney stones and you visited me in the hospital. After the operation, when I was still half submerged in anesthetic, your outline and your speech both blurred. Now my stones have grown into an island and made their escape, and you have been rendered opaque by the car of a drunk. What charnel house lies at the foot of this abyss? How many dead shepherds could fill this hole? Ob ich das einfach mal reinspringe? Nur mal um zu sehen, was passiert, wenn ich... Nein, nee, lassen wir lieber. So, aber glaubt man ja nicht, dass ich jetzt den Weg zu dieser Höhle da zurückfinden werde. Ich bin jetzt in einer ganz anderen Ecke. I've begun my ascent on the windless slope of the western side. The setting sun was an inflamed eye squeezing shut against the light shone in by the doctors. My neck is aching through constantly craning my head up to track the light of the aerial. I must look downwards, follow the path under the island to a new beginning. Irgendwie kommen wir jetzt hier nicht weiter, ne? Geht man jetzt irgendwie nicht... Ah, doch. The bothy was constructed originally in the early 1700s. By then, shepherding had formalized into a career. The first habitual shepherd was a man called Jakobsen, from a lineage of migratory Scandinavians. He was not considered a man of breeding by the mainlanders. He came here every summer whilst building the bothy, hoping eventually that becoming a man of property would secure him a wife and a lineage. Donnelly records that it did not work. He caught some disease from his malcontented goats and died 2 years after completing it. There was no one to carve white lines into the cliff for him either. My heart is landfill. These false dawns waking to the still never light. I sweat for you in the small hours and wrap my blankets into a mass. I have always heard the waves break on these lost shores, always the gulls forgotten. I can lift this bottle to my ear, and all there ever is for me is this Hebridean music. Ah, da sieht man mal einen Vogel. Gut, wo gehen wir jetzt auch noch mal entlang? Nee, hier geht das mal nicht, oder? Na gut, dann...
Machen wir mal in die andere Richtung. Jakobsen's ribcage, they told Donnelly, was deformed, the result of some birth defect or perhaps a traumatic injury as a child. Brittle and overblown it was, and desperately light. Perhaps it was this that finally did for him, unable to contain the shattering of his heart. In half-light, his skeleton a discarded prop, a false and calcified seabird. They found Jakobsen in early spring. The thaw had only just come. Even though he'd been dead nearly 7 months, his body had been frozen right down to the nerves and had not even begun to decompose. His fingernails were raw and bitten to the quick. They found the phosphorescent moss that grows in the caves deep under the nails. Whatever he'd been doing under the island when his strength began to fail is lost. He'd struggled halfway up the cliff again, perhaps in a delirium, perhaps trying to reach the Bothy's fire before curling into a stone and expiring. Ich weiß das auch nicht, ob man jetzt hier irgendwie mit irgendetwas interagieren kann oder ob man einfach jetzt nur durch die Gegend rennt und sich dann die Geschichte anhört. Aber soweit ich weiß, rennt man wirklich hier einfach nur durch die Gegend. Climbing down to the caves, I slipped and fell and have injured my leg. I think the femur is broken. It is clearly infected. The skin has turned a bright, tight pink, and the pain is crashing in on waves, winter tides against my shoreline, drowning out the ache of my stones. I struggled back to the bothy to rest, but it has become clear that there is only one way this is likely to end. The medical supplies I looted from the trawler have suddenly found their purpose. They will keep me lucid for my final ascent. Sieht ja schon mal nicht schlecht aus, aber... Wow! From here, this last time, I have understood there is no turning back. The torch is failing along with my resolve.
can hear the singing of the sea creatures from the passages above me, and they are promising the return of the gulls. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Das Blöde ist jetzt so immer gerade das, ich weiß ja auch nicht, wann ist ein Kapitel zu Ende, wann fängt das nächste an. Na, denn es wird ja immer nur am Ende eines Kapitels abgespeichert. Und wenn man vorher das Spiel beendet, muss man, soweit ich weiß, das ganze Kapitel wieder von vorne spielen. Und da habe ich keine Ahnung, habe ich jetzt schon ein Kapitel abgeschlossen? Wow, ich meine, das sieht aber echt There is geil no aus. other direction, no other exit from this motorway. Speeding past this junction, I saw you waiting at the roadside, a one last drink in your trembled hands. Immer wieder diese Zeichen hier. Was ist das? Was sind das hier für Zeichnungen? Aber warum hat er sie hier hingeknallt und wie hat die Kerzen angemacht? Oh, das sieht ja schon geil aus. Okay. Dann muss ich wieder zurück in den anderen Weg nehmen. Ja, okay, gut, ich habe keine andere Wahl. Ne? Also immer rein da. Warte mal. Oder gibt es hier irgendwie unter Wasser? Nee. Dann kann ich doch wirklich nur hier hochgehen. Ich meine, das grafisch, obwohl das schon recht alt ist, das Spiel, ist das grafisch, finde ich, immer noch sehr, sehr hübsch. So, da komme ich nicht mehr lang.
Ja, ich weiß nicht, ob ich da runterspringe. Aber so wie es aussieht, dort kann nichts anderes wissen, ne? Ah, das ist auch nie gefährdet. If the caves are my guts, this must be the place where the stones are first formed. The bacteria phosphoresce and rise, singing through the tunnels. Everything here is bound by the rise and fall, like a tide. Perhaps the whole island is actually underwater. Gehen wir mal hier entlang. Okay, hier war jemand, der hat hier wieder diese Zeichnung an der Wand und hier ist auch so ein Farbeimer. Aber warum hat er das hier überall an die Wand gekritzelt? Was soll das jetzt sein? Das sieht eher aus wie so eine Wurzel, ein Blatt an der Seite oder so ein Kram. Alter, das ist merkwürdig. Was sind das hier für Dinger? This is a drowned man's face, reflected in the moonlit waters. It can only be a dead shepherd who has come to drunk drive you home. Alter, was sind das für Zeichnungen? Was ist das? Alter, der Typ muss doch völlig wahnsinnig gewesen sein. Away from irgendetwas. Bin mal gespannt, ob ich jemals wieder an die Oberfläche komme. Okay, jetzt muss ich auch noch tauchen. Ich weiß nicht, ob ich ertrinken kann.
Okay. Eigentlich wollte ich da jetzt gar nicht runterspringen, aber okay. Jetzt bin ich ja schon mal... Okay, das ist jetzt definitiv... Okay. Halluziniere ich jetzt, oder? Muss ja, ne? Denn das ist ja hier eine Straße. Straßenlaternen und eine Brücke. Was war das aber gerade mit dem Tropf da? Okay, dann wollen wir mal, ne? Oh, warum gehe ich auch so langsam? Freigeschaltet Esther. Okay, dann wollen wir mal. Okay, jetzt bin ich wieder draußen. Und es ist Nacht. Vollmond. The moon over the Sanford Junction, headlights in your retinas. Donnelly drove a grey hatchback without a bottom. All the creatures of the tarmac rose to sing to him. All manner of symbols crudely scrawled across the cliff face of my unrest. My life reduced to an electrical diagram. All my gulls have taken flight. They will no longer roost on these outcrops. The lure of the moon over the Sanford Junction is too strong. Hier dann einmal Farbe. I returned home with a pocket full of stolen ash. Half of it fell out of my coat and vanished into the car's upholstery, but the rest I carefully stowed away in a box I kept in a drawer by the side of my bed. It was never intended as a meaningful act, but over the years it became a kind of talisman. I'd sit still, quite still for hours, just holding the diminishing powder in my palm and noting its smoothness. In time, we will all be worn down into granules, washed into the sea and dispersed. Ein Defibrillator. Krankenhausutensilien. Alter, was geht hier ab? Hier so Zeichnung. Okay, Schaltpläne hatte der eine da erwähnt, aber
Das sieht für mich nicht aus wie ein Schaltplan. Das sieht für mich auch eher aus wie die chemische Formel. Hier ein Bild von einer Frau, die irgendwo am Gebäude steht. Vielleicht sind diese chemischen Formeln ja auch so Formeln von Medikamenten oder so. Hier Autoteile. Vielleicht hatte ja irgendjemand hier einen schweren Autounfall, Krankenhaus, Medikamente. Keine Ahnung. Hall, by the roadside, by the exit for Damascus, all ticking and cooled, all feathers and remorse, all of these signals routed like traffic through the circuit diagrams of our guts, those badly written boats torn bottomless in the swells, washing us forever ashore. From here, I can see my armada. I collected all the letters I'd ever meant to send to you, if I'd have ever made it to the mainland, but had instead collected at the bottom of my rucksack, and I spread them out along the lost beach. Then I took each and every one, and I folded them into boats. I folded you into the creases, and then, as the sun was setting, I set the fleet to sail. Shattered into 21 pieces, I consigned you to the Atlantic, and I sat here until I'd watched all of you sink. Teilweise finde ich auch recht düster, die Texte hier. So. Warte mal. Da ist schon wieder an den Felsen so ein riesiges Ding, der geht gekriegselt. Also. Was ist jetzt hier? Okay, hier geht es jetzt nicht weiter. Dann müssen wir hier mal die Treppe hoch, ne? Ducken kann man sich hier ja auch nicht. Also aber das duckt sich ja immer automatisch. A sound of torn metal, teeth running over the edge of the rocks, a moon that casts a signal. As I lay pinned beside you, the ticking of the cooling engine, and the calling from a great height, all my mind as a bypass. Warte mal, steht da jemand? Oder ist das eine... Da oben steht doch jemand.
I've begun my voyage in a paper boat without a bottom. I will fly to the moon in it. I've been folded along a crease in time, a weakness in the sheet of life. Now you've settled on the opposite side of the paper to me. I can see your traces in the ink that soaks through the fibre, the pulped vegetation. When we become waterlogged and the cage disintegrates, we will intermingle. When this paper aeroplane leaves the cliff edge and carves parallel vapor trails in the dark, we will come together. So, aber hier war doch irgendwo gerade irgendjemand. Hier oben stand jemand. Oh Mann, oder ich verliere langsam den Verstand. If only Donnelly had experienced this, he would have realized he was his own shoreline, as am I. Just as I am becoming this island, so he became his syphilis, retreating into the burning synapses, the stones, the infection. Jetzt gehen wir mal hier entlang. Returning to my car afterwards, hands still shaking, and a head split open by the impact. Goodbye to tearful aunts and traumatized uncles. Goodbye to the phenomenal. Goodbye to the tangible. Goodbye Wolverhampton. Goodbye Sanford. Goodbye Cromer. Goodbye Damascus. This cliff path is slippery in the dew. It is hard to climb with such an infection. I must carve out the bad flesh and sling it from the aerial. I must become infused with the very air. He was not drunk, Esther. He was not drunk at all. He had not drunk with Donnelly or spat Jakobsen back at the sea.
He had not careered across the lost shores and terminal beaches of this nascent archipelago. He did not intend his bonnet to be crumpled like a spent tissue by the impact. His windscreen was not star-studded all over like a map of the heavens. His paintwork etched with circuit diagrams, strange fish to call the gulls away. The phosphorescence of the skid marks lighting the M5 all the way from Exeter to Damascus. Oh, ein Sturm kommt auf. Twin vapor trails in the air, white lines etched into these rocks. Dear Esther, I have burnt my belongings, my books, this death certificate. Mine will be written all across this island. Who was Jakobsen? Who remembers him? Donnelly has written of him, but who was Donnelly? Who remembers him? I have painted, carved, hewn, scored into this space all that I could draw from him. There will be another to these shores to remember me. I will rise from the ocean like an island without bottom, come together like a stone, become an aerial, a beacon, that they will not forget you. We've always been drawn here. One day the gulls will return and nest in our bones and our history. I will look to my left and see Esther Donnelly flying beside me. I will look to my right and see Paul Jakobsen flying beside me. They will leave white lines carved into the air to reach the mainland, where help will be sent.
come back. Okay, das war jetzt also das oder der Walking Simulator plus Geschichte Dear Esther. Es gibt aber bestimmt noch andere Wege, die man gehen kann, als der ich gegangen bin. Weil ich hatte ja mal kurz in ein Let's Play davon Gronks Freundin da gesehen, dass sie irgendwie am Strand dann so Zeichen im Sand da gefunden hat. Das hatte ich ja jetzt hier gar nicht. Also es gibt bestimmt auch andere Wege. Und da kommen auch bestimmt andere Texte, die man dazu hören bekommt. Denn ich habe jetzt ganz ehrlich gesagt nicht alles so, den ganzen Zusammenhang verstanden. Aber ich gehe mal davon aus, dass es da irgendwie einen Autounfall gab oder irgendwie so. Also vielleicht müsste man das ja wirklich mehrmals durchspielen, um eben halt die ganze Geschichte jetzt so richtig zu erfahren, denke ich mir mal. Denn so richtig habe ich das jetzt alles nicht so mitbekommen. So richtig verstanden auch nicht, aber naja, egal. Auf jeden Fall schade eigentlich, dass es keine deutsche Sprachausgabe gibt. Das Mitlesen und gleichzeitig immer das Hören war jetzt nicht so der Hit, aber es wird mich schon wirklich alles mal interessieren. Vielleicht mache ich ja noch mal einen zweiten Durchgang, so für mich privat. Mal gucken, keine Ahnung. So, jetzt werden wir mal Space drücken. Passiert nichts. Maustaste. Auch nicht. Escape. Okay, Spiel fortsetzen. Gut, ich lasse es jetzt einfach mal durchlaufen. Ich will mal wissen, ob noch irgendwas danach kommt. Aber ich vermute mal, dass man dann wieder zurück ist im Hauptmenü. Ja, ja, ja. Fortsetzen. Das mache ich auch mal fortsetzen, mal sehen, was dann passiert. Okay, da bin ich jetzt wieder hier, wo ich... Ja, bin ich wieder hier. Ich nehme an, dass wir dann letztendlich alle Wege letztendlich hierher führen. Dass es dann verschiedene Wege gibt, die dann hierher, alle wieder hierher führen. Oder dass man letztendlich da bei dem... I wish I could have known Donnelly in this place. We would have had so much to debate. Did he paint these stones or did I? Who left the pots in the hut by the jetty? Who formed the museum under the sea? Who fell silently to his death into the frozen waters? Who erected this godforsaken aerial in the first place? Did this whole island rise to the surface of my stomach, forcing the gulls to take flight? Ja, aber ich denke mal, dass wir letztendlich immer wieder da an den einen Sendemast ankommen, wo man dann oben runterspringt und dann klatscht und dann ist man tot. Ja. Nun gut. Warte mal, man kann ja mal ganz kurz zum Hauptmenü abbrechen. Ja, ja, Signalturm, ja, ja. Die Höhlenboje. Ja, gut, dann habe ich das Spiel ja jetzt mehr oder weniger durch. Das allererste Spiel, das ich in einem Rutsch durchgespielt habe. Das ist, na okay, das ist immer alles drin kurz, das Ganze hier. So, also, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Das war mal etwas anderes, hat mir aber ganz gut gefallen. Man müsste wirklich aber jetzt wirklich alle Wege, die möglich sind, gehen, um wirklich jeden Text, den es in dem Spiel gibt, jetzt mitzubekommen, um die ganze Geschichte dann eben halt zu erfahren. Denn so richtig, was passiert ist, worum es eigentlich ging, habe ich jetzt nicht wirklich verstanden.
Wenn ihr mehr wisst, dann schreibt das mal bitte in die Kommentare. Würde mich echt interessieren. Also, ja, gut. Das soll es erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumchen, Abo, Kommentare. Wenn ihr mehr wisst oder mehr verstanden habt, dann rein damit in die Kommentare. Würde mich interessieren. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.